Hallo Leute, in diesem Video zeige ich dir, welche Lokomotiven voraussichtlich im Februar 2026 von Märklin ausgeliefert werden. Außerdem gibt es interessante Informationen zu den einzelnen Lokomotiven. Mein Highlight in diesem Monat ist die wunderschöne Baureihe 194. Los geht's! Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen bei den Dachbodenmodellbahnern. Ich bin Ralf und ich zeige dir die Märklin H0 Neuheiten von Februar 2026. Hier siehst du bereits, was in diesem Monat alles mit dabei ist. Mein persönliches Highlight ist die Baureihe 194 in einer sehr detaillierten Metallausführung und sehr schönen Farbgebung. Und die Auslieferung dieser 3 Artikel wurde von Märklin auf März 2026 verschoben. Wenn dir das Video gefällt, dann lass gern ein Like und ein Abo da, das bringt den Kanal weiter, wir danken dir dafür. Jetzt starten wir mit der Elektrolokomotive der Baureihe 151. Ende der 1960er Jahre reichte die Leistung der vorhandenen Güterzugloks nicht mehr aus, um schwere Güterzüge mit der gewünschten Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometer zu befördern. Deswegen wurde die Baureihe 151 entwickelt und 170 Stück von 1972 bis 1978 gebaut. Sie leistete 8.135 PS und war 120 Stundenkilometer schnell. Eine Besonderheit der Baureihe 151 war ihr Einsatz vor den schwersten Zügen Deutschlands. Dazu wurde ein Teil der Flotte mit einer automatischen Mittelpufferkupplung ausgerüstet. In Doppeltraktion gekoppelt beförderten diese Loks bis zu 6.000 Tonnen schwere Erzzüge von den Nordseehäfen zu den Stahlwerken, zum Beispiel nach Salzgitter oder ins Saarland. Nach über 50 Dienstjahren hatte sich die Deutsche Bahn im Jahre 2024 endgültig von der Baureihe 151 verabschiedet. Das Modell zeigt die Elektrolokomotive der Baureihe 151 der Deutschen Bahn AG in orientroter Grundfarbgebung im Betriebszustand ab 1998. Technische Highlights sind: Die Lokomotive ist ausgeblichen und gealtert. Detaillierter Stromabnehmer der Bauart DBS 54. Die Stromabnehmer sind digital heb- und senkbar. Eine Lokführerfigur sitzt im Führerstand 1. Die Lokomotive besitzt separat angesetzte Radimitationen, Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung und Anfahrlampe. Ein Pufferspeicher ist ebenfalls mit an Bord. Als nächstes geht es um die Elektrolokomotive AE 610 der Schweizerischen Bundesbahn. Die AE 610 ist keine völlig neue Konstruktion, sondern die moderne Bezeichnung für eine der legendärsten Lokomotiven der Schweiz, die SBB AE 6/6. Die Lokomotive wurde zwischen 1952 und 1966 gebaut. Ab etwa 2005 wurden die verbliebenen Maschinen in die Baureihe 610 umbenannt. Während die ursprüngliche AE 6/6 in klassischem Tannengrün oder später Rot unterwegs war, tragen die als AE 610 bezeichneten Lokomotiven meist das moderne SBB Cargo Design in Blau-Rot mit der großen Aufschrift Cargo. Fast jede Lokomotive trägt ein eigenes Wappen. Die 6-achsige Lokomotive hat eine Leistung von rund 5.800 PS und ist 125 Stundenkilometer schnell. Wegen ihrer dreiachsigen Drehgestelle, die in engen Kurven die Schienen stark beanspruchten, erhält sie den Beinamen Schienenmörder. Das Modell zeigt die Elektrolokomotive AE 610 der SBB Cargo in ultramarinblauer, feuerroter Grundfarbgebung im Betriebszustand ab 2005. Technische Highlights sind: Mittelmotor mit Antrieb auf 4 Achsen, Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung, ein Pufferspeicher ist mit an Bord. Jetzt kommen wir zur Dampflokomotive der Baureihe 52. Die Baureihe 52 zählt zu den geschichtsträchtigsten Lokomotiven. Sie ist der Inbegriff der deutschen Kriegslokomotive und hält bis heute den Rekord als meistgebaute Lokomotive Deutschlands. Im Zweiten Weltkrieg ab 1942 benötigte die Deutsche Reichsbahn dringend Lokomotiven für den Osten. Die vorhandene Baureihe 50 war zu komplex und zu materialintensiv. Über 7.000 Exemplare wurden von 1952 bis ca. 1950 gebaut. Geplant waren sogar 15.000 Stück. Um Material- und Arbeitszeit zu sparen, wurde die Konstruktion radikal vereinfacht. Man verzichtete auf fast 1.000 Kleinteile im Vergleich zur Baureihe 50. Obwohl sie für eine Lebensdauer von nur etwa 5 Jahren konzipiert war, erwies sie sich als extrem robust und langlebig. Die Leistung betrug ca. 1.620 PS und sie war vorwärts wie rückwärts 80 Stundenkilometer schnell.
Markant für die Baureihe 52 war der halbrunde Wannentender, der kein schweres Rahmengestell benötigte und viel Wasser und Kohle fassen konnte. Das Modell zeigt die schwere Güterzug-Dampflokomotive der Baureihe 52 mit Wannentender der österreichischen Bundesbahn, Witte-Windleitbleche und Vorlaufradsatz mit Speichenrädern im Betriebszustand Mitte der 1950er Jahre. Technische Highlights sind filigranes Fahrwerk aus Metall mit weitgehend freier Sicht zwischen Fahrwerk und Kessel, Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Ein Pufferspeicher wird nicht erwähnt. Als nächstes geht es um die Baureihe 194, mein Highlight in diesem Monat. Die Baureihe 194 war eine der markantesten Erscheinungen auf deutschen Schienen und wird von Eisenbahnfreunden ehrfürchtig als deutsches Krokodil bezeichnet. In der DDR nannte man sie wegen ihrer massiven, unzerstörbaren Art oft auch Eisenschwein. Ab 1940 wurde sie als schwere Güterzuglokomotive entwickelt. Sie galt als Kriegslokomotive, weil sie trotz Materialknappheit für den kriegswichtigen Transport weitergebaut wurde. Da sie so enorm leistungsstark war, ließen sowohl die Deutsche Bundesbahn als auch die österreichischen Bundesbahnen in den 1950er Jahren noch Maschinen nachbauen. Die Baureihe 194 wurde für das Bewältigen schwerster Lasten auf steilen Rampen wie der Geislinger Steige gebaut. Mit einer Leistung von ca. 3300 Kilowatt war sie 90 Stundenkilometer schnell. Als blauer Mauritius wird die 194-178 als einzige Lokomotive genannt, die in den 1970er Jahren im damals neuen Farbschema Ozeanblau-Beige lackiert wurde. Unter Fans ist sie heute legendär, da alle anderen Lokomotiven ihr klassisches Flaschengrün behielten. Das Modell bildet genau diese Baureihe 194-178 als blauer Mauritius im leicht gealterten Betriebszustand um 1980 ab. Technische Highlights sind besonders filigrane Metallausführung mit viel angesetzten Details, vorbildgerechte Formänderungen im Bereich des Daches, des Mittelkastens und der Fahrbauten, Lokführerfigur im Führerstand 1. Ein Pufferspeicher ist auch mit an Bord. So, das war's mit diesem Neuheiten-Video von Februar 2026. Wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat und dass Märklin wie geplant die Lokomotiven rechtzeitig ausliefern kann. Mach's gut, dein Kanal Die Dachbodenmodellbahner.